Wir haben uns ganz schnell ins Auto verkrümelt und die Hunde schnell mit reingenommen. Die sitzen jetzt hier. Guten Morgen hier von unserem Stellplatz. Wir standen bis jetzt ganz ruhig, wie immer eigentlich. Aber eben haben unsere Hunde angeschlagen oder Frau Schmidt hat angeschlagen. Und jetzt kam hier eine riesen Viehherde mit 4 Hütehunden vorbei. Mindestens. Wir haben uns ganz schnell ins Auto verkrümelt und die Hunde schnell mit reingenommen. Die sitzen jetzt hier. Schmidt, die muss ich am Halsband festhalten, sonst bellt die immer. Und jetzt werden wir wahrscheinlich ganz schnell das Weite suchen. So wie das hier müssen. Ja, weil mit 4 Hütehunden ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Der Platz war wieder mal traumhaft. Wir waren komplett allein an so einer Talsperre. Ja, der guckt noch, der Letzte da. Ja, aber jetzt kann man die Hunde nicht mehr rauslassen, das war's. Na gut, mal gucken, ob wir hier noch wegkommen. Oh, das war unser Stellplatz hier, ein Traum. Und die Truppe geht jetzt da weiter auf dem Schräghang, zum Glück. Und ich glaube, die bleiben da jetzt auf dem Gras. Das waren insgesamt 5 Hunde. Und ich will nicht wissen, wie die reagieren, wenn man den Ziegen zu nahe kommt. Müssen wir auch nicht ausprobieren. Deswegen werden wir jetzt mal die Sachen packen und uns verkrümeln. Herrlich hier. Das ist hier noch eine, also die hat große Zitzen. Die ist wahrscheinlich hat die Junge. Die Arme, ey. Ja, zumindest sieht die gesund aus. Der hinten hat Reude, leider. Hast du noch was für sie? Ja, nur noch Nassfutter, aber der hinten klaut ja. Ah, trocken haben wir nicht mehr. Nee, das war der Rest. Der letzte Rest vom Schütz. So, jetzt sind es schon 4 geworden. Die feine Dame hat die Arme überkreuzt. So, da sind noch die Stray Dogs. Ach man, ey. Die Armen, wir haben gar kein Futter mehr für die. Naja, müssen sie sich anderweitig umsehen. Ja, stimmt. So, wir müssen jetzt leider unseren schönen Stauseeplatz verlassen, weil hier waren echt zu viele Straßenhunde jetzt gekommen, 5 Stück. Und unsere Hunde waren jetzt zu nervös und unruhig und haben immer gebellt. Also die haben zwar nichts gemacht, die haben bloß gebettelt sozusagen. Aber ja, ist zu unruhig, wir fahren mal weiter. Richtung Meteora. Bis später. Meteora-Klippen und Chrissy hat es gerade schon gesagt, der Ort ist irgendwie komplett surreal, weil hier einfach am Rande der Meteora-Klippen rumfahren und man da so hoch gucken kann. Es ist einfach echt heftig. Wir machen gleich erstmal eine kurze Pause, weil das Wetter gerade nicht gut ist und ja, haben ein bisschen Magen-Darm an Bord, deswegen müssen wir jetzt erstmal uns kümmern. Wir sind angekommen hier über mir. Seht ihr, da ist es. Die Klöster bzw. diese Meteora-Klippen. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar hat unsere Kleine seit heute Morgen nach dem Frühstück so plötzlich Übelkeit verspürt und jetzt auch schon mehrmals gespuckt. Und das mindert natürlich ein bisschen die Freude über diesen schönen Platz. Wir bleiben jetzt erstmal hier so ein bisschen am Rande von der
Fuß des Berges liegenden Ortschaft stehen und erholen uns. Gucken, ob es uns auch noch ereilt oder ob wir verschont bleiben und fahren später weiter zu den Aussichtspunkten. Dieser Ort erinnert mich irgendwie wie so eine Westernstadt an so Bergen. Und ja, überall sind Tavernen und Gaststuben, aber ja, wir können heute leider nichts nutzen, ne? Es ist so heiß gewesen da unten an diesem Plätzchen, dass wir jetzt doch weiterfahren und sind gerade auf dem Weg nach oben zu einem Aussichtspunkt. Aber die Landschaft ist echt unfassbar schön, richtig heftig. Natürlich auch sehr voll, das möchte sich ja jeder angucken, ist ja klar, genauso ja auch wir. Und ich bin gespannt, wie dann die Aussicht von oben sein wird. Meteora-Klöster liegen in der Nähe der Stadt Kalambaka in der griechischen Region Thessalien und zählen zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten ganz Griechenlands. Östlich vom Pindos-Gebirge ragen mächtige Felsen aus Sandstein bis zu einer Höhe von etwa 500 Metern empor. Auf ihren Gipfeln wurden einst 24 Klöster errichtet. In 6 davon leben auch heute noch Mönche und Nonnen. Der Name Meteora leitet sich vom griechischen Wort Meteoros ab, was so viel bedeutet wie hochschwebend. Mönche errichteten vor Jahrtausenden auf den bizarren Sandsteinfelsen diese majestätischen Klöster, um Gott nahe zu sein. Nicht ohne Grund fragt man sich hier, wie diese emporragenden Klöster zwischen Himmel und Erde erbaut worden sein mögen. Die ersten Mönche sollen im 11. Jahrhundert in das Gebiet gekommen sein. In der Blütezeit des Spätmittelalters wurden schließlich die ersten Klöster auf den spitzen Felsnadeln errichtet. Das Baumaterial soll mit Seilen und Aufzügen hochgezogen worden sein, zum Teil sogar auch die Mönche selbst. Alternativ nutzten sie Strickleitern, um hinaufzuklettern. Erst später wurden hier spezielle Wege errichtet, um den Aufstieg zu erleichtern und es auch Besuchern möglich zu machen, einige der noch bestehenden Klöster zu besichtigen. Ein Besuch dieser mystisch-magischen Region sollte auf keiner Griechenlandreise fehlen. Hedi, komm! Ja, wir stehen jetzt hier mitten in so einer Haltebucht. Komm! Und die Kleine ist eingeschlafen. Hat jetzt nicht nochmal gespuckt. Aber ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil sie gar nicht aussteigen wollte. Und es ist hier so heftig. Also, ja. Scheiß drauf, ob es hier voll ist oder nicht. Kann man ran, Hedi? Hier kommt dein Auto. Ich habe gerade die Hedwig dabei, machen eine kleine Pipi-Pause und üben schon ein bisschen an der Leine gehen. Aber da wir hier so an der Straße laufen, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber ich zeige euch mal die Aussicht. Das ist so krass, so krass. Ich habe uns jetzt erstmal ein Käffchen gemacht und wenn wir die Zwangspause jetzt einfach so gut es geht nutzen. Es könnte uns schlechter treffen. Das Wetter ist grandios und die Aussicht auch und deswegen genießen wir jetzt einfach unseren Kaffee.
Leute, guckt euch das an. Das ist so unglaublich. Chrissy fliegt noch eine Runde Drohne, Leute. Das ist einfach zu heftig, das ist surreal. Es ist, als würde man vor so einer... Kennt ihr diese Western-Filme? Wo hinten so eine Leinwand aufgemalt war und eigentlich war vorne im Studio nur so ein bisschen Dreck auf den Fußboden gelegt und man war gar nicht in der Landschaft. So komme ich mir gerade vor. So surreal ist das hier. Oh, ich habe so einen Herzschlag. Heftig. Wir haben euch ja letzte Woche Delphi gezeigt und da war es so gekracht voll. Aber ich muss sagen, es ist egal, wie voll es hier ist, wenn ihr im Stau steht, es ist wirklich egal. Fahrt hier hin. Also sowas Krasses habe ich echt bis jetzt noch nie gesehen. Und es ist einfach so überwältigend, sich das anzugucken, wie die diese Gebäude auf diesen Felsen gemauert haben. Das ist unfassbar, unfassbar. Wir haben die Meteora-Klöster angeguckt und das war einfach so heftig. Ihr habt ja die Aufnahmen gesehen. Ich habe noch nichts Krasseres gesehen. Chrissy hat das Gleiche gesagt. Mini war jetzt nicht so begeistert, okay, aber der geht zum Glück schon wieder besser. Hat jetzt gerade auch ein kleines Stückchen Banane mal probiert. Wir warten mal ab, ob das da bleibt, wo es jetzt ist. Und falls ja, dann testen wir uns mal ganz langsam wieder an was zu essen ran. Wir fahren jetzt noch ein Stück, weil es war da einfach wirklich super voll. Es gibt aber auch ein paar schöne Plätze, wo man stehen könnte. Aber da wäre halt die ganze Zeit Trubel und Action und keine Ahnung. Irgendwann, wenn man da sich dann hinstellt, wird es auch gesperrt. Deswegen machen wir das halt nicht. Wir fahren jetzt noch ein Stück irgendwo in die Natur, wo wir ein bisschen mehr unsere Ruhe haben und niemanden stören. Und machen uns dann einen schönen Abend. Leider haben wir jetzt noch so eine knappe Stunde zu fahren. Aber wir sind ja auch auf dem Rückweg nach Deutschland, das heißt, wir wollen auch ein bisschen Strecke machen und deswegen machen wir das jetzt noch und dann machen wir es uns gemütlich. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Guten Morgen, ihr Lieben. Die Nacht war bescheiden. Es gab viele Unterbrechungen. Hedwig musste oft Pipi machen. Ansonsten war sie dann um 5:14 Uhr zu Ende. Ja, also ich hoffe einfach, das wird noch besser. Mit dem Menschenbaby ist es ja auch so, dass die anfänglichen Nächte so ein bisschen schwierig sind. Zum Glück wachsen Hunde schneller. Das heißt, es ist hoffentlich eine absehbare Zeit, wo das jetzt so sein wird. Auf jeden Fall sind wir seit kurz nach 5 auf den Beinen und konnten deswegen diese wunderschöne Aufnahme vom Olympia für euch schon anfertigen. Normalerweise ist das ja eigentlich nicht unsere Zeit. Aber
Naja, wir haben heute vor, zum Olymp zu fahren, beziehungsweise zu einem Dorf, das uns empfohlen wurde als schönstes Dorf am Olymp. Und das wollen wir uns natürlich gerne angucken. Und ansonsten würden wir, bevor wir jetzt in den nächsten Tagen aus Griechenland ausreisen, gerne noch ein paar schöne Tage am Strand verbringen. Das Wetter soll nicht mehr ganz so nett sein wie die letzten Tage, aber das stört uns nicht. Wir waren ja auch im Dezember im Wasser, dann sollten uns jetzt hier so ein paar Grad weniger auch nicht jucken. Wir fahren dann bald mal los. Wir hatten es hier ansonsten sehr ruhig. Wie gesagt, also vom Platz her war es hier ruhig, aber ja. Es ist ganz praktisch, hier 50 Meter neben unserem Stellplatz ist eine kleine Quelle mit Schlauch und da füllen wir jetzt einmal unser Wasser auf und hier daneben, da kann man sich auf die Parkbank setzen wie so ein altes Ehepaar und die Aussicht genießen über das wunderbare Griechenland. Der Olymp hängt leider gerade in den Wolken, aber schön ist es trotzdem. Gut, man hätte den Motor ausschalten können, da wäre es ein bisschen romantischer, aber die Sonne, die brennt schon. Es ist so heiß, dass die Klimaanlage jetzt einfach weiterlaufen soll, weil vorne sind Hunde und Kind drin und die sollen jetzt nicht da drin schwitzen, deswegen läuft der Motor einfach durch. Hier ist die Wasserquelle und da haben wir gepennt. Da hinten ist noch so eine kleine Kapelle. Wir hatten eine spektakuläre Aussicht übers Tal, ihr habt es ja gesehen. Ach, es war eine schöne Stelle, ein schöner Platz. Eine unruhige Nacht, aber ein sehr, sehr schöner Platz. Meine Eltern machen Quatsch. Oder? Fahr weiter. Da ist jetzt mal wieder eine Schildkröte. Ja, ja, kannst dich ruhig verstecken. Hier. Auf. Ja, guck, jetzt guckt sie. Schildkröte, kannst du laufen? Oh mein Gott, die dreht sich. Ich will nicht, dass du wegläufst. Du bist süß. Es war vielleicht nicht so schlau von mir, sie auf den Felsen zu setzen. Das korrigiere ich mal noch. Setz sie lieber mal runter. Schau mal, da ist besser für dich. Adios, amigo. So, da seht ihr den Olymp. Wolkenfang heute. Und wir sind jetzt aber an einem schönen Nadelwald vorbeigefahren mit sehr viel Moos und haben da jetzt Butterpilze gesehen, die Susanne gerade holt. Weil wir sind ja so ein bisschen. Drüber, leider. Wir sind ja so ein bisschen pilzsüchtig. Ah, die waren zu alt, ja? Ja, die waren leider komplett gut. drüber. Ja, aber hier ist alles mit Erdbeerpflänzchen voll. Mama, der cool. Füller. Aber leider keine Früchte dran bis jetzt. Aber wir gucken mal weiter. Boah, jetzt haben wir hier so einen richtig wunderbaren Ausblick. Wir sind gerade an den Waldrand gefahren und schauen mal, ob wir jetzt hier Pilze finden. Ich denke mal, ja. Ja, ich habe auch schon gesehen, aber nichts Essbares. Schade. Ich konnte eine Handvoll Butterpilze sammeln, nicht viel, aber vielleicht können wir die mit in eine Pfanne mit reinschneiden. Wären unsere ersten Pilze dieses Jahr. Sind jetzt nicht die allerbesten Pilze, aber ja, besser als nichts. Ich freue mich auf jeden Fall.
fahren gerade, ich glaube, im Nationalpark Olymp lang, also immer am Fuße des Olymps rundherum. Und hier sind überall so, also bis jetzt waren Nadelwälder die ganze Zeit hier, aber jetzt werden es langsam Mischwälder und die sind richtig schön. Und die Strecke ist auch der Hammer. Auch keiner hier, also uns kam jetzt ein Auto entgegen, wenn es hochkommt. Also richtig schön. Etwa 20 Kilometer südlich der Stadt Katerini erhebt sich der Olymp fast 2918 Meter über den Meeresspiegel. Der Olymp ist einer der beliebtesten Berge ganz Griechenlands und zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Auf den Straßen und Wegen des Nationalparks Olymp, die das Bergmassiv queren, kann man es zu Fuß erkunden. Jährlich zieht es unzählige Bergsteiger und Wanderer in den Nationalpark am Olymp. Der europäische Fernwanderweg E4 führt westlich von Litochoro durch die Schlucht des Enipeas auf die Gipfel. Zudem gibt es den griechischen Wanderweg O2, der die Gipfel mit der Halbinsel Pelion im Süden verbindet. Der originale Ort Panteleimonas wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch ein Erdbeben zerstört. Die Bewohner verließen den Ort und gründeten am Fuße des Berges Olymp die neue Ortschaft Nios Panteleimonas. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der ursprüngliche Ort dann aber wieder von den Einwohnern besiedelt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das beschauliche Dorf so wiederhergestellt wurde, wie es ursprünglich einmal aussah. Die Wiederherstellung ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber Panteleimonas eilt der Ruf voraus, zu den schönsten Dörfern an den Hängen des Olymp zu zählen. Das kleine Dorf liegt im Bereich des Nationalparks Olymp und bildet daher Ausgangspunkt für viele Aktivitäten rund um den Berg der Götter. Heute ist Panteleimonas daher eine der Haupttouristenattraktionen in der Gegend. So, wir sind im schönsten Dorf Griechenlands angekommen. Es ist wirklich ein wunderschönes Dorf, aber es ist auch echt super voll. Mehrere Reisebusse und es ist ein ganz kleines Dörfchen. Und da haben wir es jetzt einfach vorgezogen, da nicht auch noch reinzugehen, weil es ist einfach so voll, dass nicht noch 5 andere Leute da extra reinrammeln müssen. Und deswegen haben wir jetzt nur ein paar Aufnahmen gemacht und fahren weiter und so uns ein anderes, ruhigeres Plätzchen. Wir sind super müde. Mini war ja gestern krank, heute geht es ihr zum Glück wieder gut. Aber das steckt ihr noch in den Knochen. Wir haben wenig gepennt wegen den Hunden in der Nacht. Und ja, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Wir suchen uns einen schönen Platz und dann machen wir für heute Feierabend. Wir sind jetzt auf unserem Stellplatz angekommen. Es war eine richtig schöne Fahrt am Olymp vorbei. Da hinten sieht man ihn. Und jetzt sind wir auf einem richtig schönen Platz am Strand angekommen. Wir standen bis eben allein. Jetzt ist noch ein anderer Camper gekommen, aber der soll uns nicht stören. Da oben sieht man den Olymp, richtig schön hier. Und da hat sich Susanne schon gemütlich gemacht am Strand. Wie findest du es hier? Wunderbar. Vor allen Dingen so entspannt. Ja, und jetzt, ich bin so müde. Und jetzt ruhen wir uns erstmal hier aus. Und trinken einen schönen Kaffee. Die Kids spielen. Schön. Also die fälligen Kids. Sehr gut. Genau. Aber hier schnorchelt Chrissy und da springen die ganze Zeit Delfine. Ich halte jetzt einfach mal drauf. Da! Got no money, I got no ride. Think I got lost in your flawless eyes. And now I'm wasting all my time.
Wir hatten gerade am Tag zuvor darüber gesprochen, wie schade wir es fanden, trotz der vielen Tage in unmittelbarer Nähe zum Meer niemals Delfine gesehen zu haben. Doch dann hat sich Griechenlands wunderbare Küste noch auf ganz besondere Weise von uns verabschiedet. Da! Siehst du sie? Ja. So, hallo, das hier war unser Platz für 2 Tage, ein wunderbarer Strandplatz direkt am Olymp. Oh, den sieht man jetzt gar nicht, ist wolkenverhangen. Wir haben uns hier schön entspannen können und fahren jetzt aber weiter Richtung Norden. Wir werden jetzt richtig Gas geben, weil wir eigentlich schon so 1,5 Tage im Verzug sind. Aber wir hatten noch mal so Bock auf Strand und gutes Wetter, dass wir einfach noch hier geblieben sind. Und jetzt natürlich die Strapazen auf uns nehmen müssen, die Zeit wieder rauszufahren. Aber ja, wir machen es jetzt, wir ziehen jetzt durch. Wir fahren jetzt heute bis kurz vor die bulgarische Grenze. Morgen wollen wir durch komplett Bulgarien fahren. Übermorgen, also dann vielleicht noch mal so 2 Tage maximal für Rumänien, sodass wir möglichst ungefähr in einer Woche in Deutschland ankommen. Mal sehen, ob das klappt und was uns auf der Fahrt noch so alles widerfährt. Aber ihr seid ja dabei, also wir sehen uns. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir wohlbehalten wieder zurück in Deutschland angekommen sind, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!